Daniel Hart ist ein 35-jähriger Zoologe, der an einem Wildtierprojekt arbeitet. Er lebt allein in einer Hütte mitten im Johowald, wo die Natur noch völlig unberührt ist. Täglich zeichnet er das Verhalten der Tiere auf, stellt Kamerafallen auf und beobachtet die Aktivitäten von Bären, Hirschen und Wildvögeln. Jeden Morgen kocht Daniel Kaffee, öffnet seinen Laptop und notiert seine Entdeckungen im Wald vom Vortag. Sein friedliches und diszipliniertes Leben ändert sich schlagartig an einem dunklen und stillen Morgen. Während Daniel Kaffee kocht, ertönt ein seltsames Stöhnen von der Holzveranda, das ihn innehalten lässt. Das Stöhnen ist langgezogen, feucht und klingt wie ein Tier in extremen Schmerzen. Er stellt seine Kaffeetasse ab, öffnet schnell den Schrank, schnappt sich seine Waffe und geht zur Tür. Als er die Tür öffnet, ist er fassungslos, als er eine riesige Braunbärin auf der Veranda stehen sieht. In ihrem Maul hält sie ein regloses Bärenjunges, aus dessen Vorderpfote leicht Blut sickert. Die Bärenmutter stöhnte ab und zu auf, ihre Augen füllten sich mit Schmerz und Tränen. Daniel wich sofort zurück, die Hand umklammerte die Waffe fest, sein Herz hämmerte vor Angst in seiner Brust. Er richtete die Waffe auf die Bärenmutter, doch ihr flehender, schwacher Blick ließ ihn zögern. Die Bärenmutter zeigte keine Aggression, sondern senkte nur den Kopf, legte das Junge sanft ab und zog sich ins Gras zurück. Sie saß still da, den Blick unverwandt auf ihr Junges gerichtet, und winselte leise, als hoffe sie, der Mann würde etwas unternehmen. Da er spürte, dass die Bärenmutter ihr nichts antun wollte, senkte Daniel die Waffe und trat einen Schritt auf das Junge zu. Der kleine Bär lag bewusstlos da, sein Bauch hob und senkte sich schwach, sein Atem ging stoßweise, als würde er jeden Moment aussetzen. Die Bärenmutter brüllte nur einmal leise, dann drehte sie sich um und ging leise in den tiefen Wald, wobei sie ihr Junges zurückließ. Daniel verstand, dass die Bärenmutter sich irgendwie dazu entschieden hatte, den Menschen zu vertrauen. Vorsichtig hob er das Junge hoch. Sein Fell war nass und blutig, seine Augen waren noch geschlossen. Als er das Haus betrat, breitete er ein dickes Handtuch auf dem Tisch aus und legte das Junge vorsichtig hinein. Er beugte sich vor, presste sein Ohr an die Brust des Jungen und spürte den schwachen Herzschlag. Das Junge lebte, das motivierte ihn, schnell zu handeln. Daniel griff zum Telefon und rief die einzige Tierklinik im nahegelegenen Ort Field an. Er meldete den Notfall und bat um Erlaubnis, das Junge sofort bringen zu dürfen. Daniel holte einen pelzgefütterten Stoffbeutel hervor, legte das Junge vorsichtig hinein und wickelte es fest ein, damit es warm blieb. Er schloss die Tür ab, stieg in seinen alten Pickup und brauste den Waldweg entlang, der aus Joho hinausführte. Unterwegs blickte er immer wieder in den Rückspiegel und spürte, dass die Bärenmutter ihn noch immer still beobachtete. Die Sonne war aufgegangen, der Wald war lichtdurchflutet, doch Daniel war immer noch extrem angespannt. Er hielt mehrmals an, um sich genau umzuschauen, aber von der Bärenmutter war nichts zu sehen. Es schien ihm seine letzte Hoffnung gegeben zu haben, ein Fremder. Bei seiner Ankunft trug Daniel das Junge in die Klinik, wo das Personal wartete. Er schilderte die Einzelheiten seiner Begegnung mit der Bärenmutter, die alle schockierte und berührte. Niemand hatte je einen Braunbären auf so seltsame Weise einen Menschen um Hilfe schreien sehen. Die Ärzte brachten das Junge sofort zur gründlichen Untersuchung in die Notaufnahme. Im modernen Behandlungsraum wurde das Junge unter den hellen OP-Lampen auf den Untersuchungstisch gelegt. Ein Tierarzt maß die Herzfrequenz des Babys, ein anderer legte ihm eine Infusion, um es mit Wasser und Energie zu versorgen. Die Geräte piepten ununterbrochen, aber der Arzt sagte, das Herz des Babys sei stabil, nur erschöpft. Daniel stand vor dem Zimmer, die Hände besorgt gefaltet, und wandte den Blick nicht von der Glastür ab. Nach 20 Minuten kam der Chefarzt heraus und verkündete die gute Nachricht, das Junge war wieder zu Bewusstsein gekommen und öffnete gerade seine Augen. Vielleicht hatten Mutter und Junges lange Hunger, sodass das Junge erschöpft war und ohnmächtig wurde, sagten sie. Daniel nickte erleichtert, als sei ihm eine schwere Last von der Brust gefallen. Das Junge wurde in einen kleinen Käfig gelegt, mit einer warmen Decke zugedeckt und an einen Tropf angeschlossen.
Eine Stunde später konnte es seinen Kopf heben, stöhnte leise und atmete merklich regelmäßiger. Die Ärzte schlugen vor, sie sollten es mit nach Hause in den Wald nehmen, denn die Bärenmutter wird bestimmt zurückkommen. Bären lassen ihre Jungen niemals im Stich, es sei denn, sie glauben, dass sie beschützt werden, fügte der Arzt hinzu. Daniel stimmte sofort zu, da auch er auf ein Wiedersehen hoffte. Er unterschrieb eine vorübergehende Pflegevereinbarung und nahm das Junge von der Krankenschwester entgegen. Das Junge klammerte sich mit seinen kleinen Pfoten an sein Hemd, ein stilles Zeichen der Dankbarkeit. Sie gaben ihm eine Tüte mit Medikamenten, fester Nahrung und genaue Dosierungsanweisungen. Daniel verließ die Klinik, wo es inzwischen später Nachmittag war und das Sonnenlicht durch das Laub fiel. Er setzte das Junge auf den Beifahrersitz und zog vorsichtig den Sicherheitsgurt um es. Der Wagen verließ langsam die Stadt und kehrte auf die unbefestigte Straße zurück, die zurück nach Joho führte. Daniel redete die ganze Zeit mit dem Jungen und nannte es Bean, weil es so klein wie eine Bohne war. Bean antwortete mit leisem Stöhnen, als hätte sie ihn vorübergehend als ihren Begleiter aufgenommen. Zu Hause angekommen, räumte Daniel den alten Holzschuppen hinter sich aus, um ein provisorisches Nest für Bean zum Ausruhen zu bauen. Er legte es mit Heu und weichem Tuch aus und stellte eine Schüssel mit warmem Wasser und etwas püriertem Obst hinein, wie vom Arzt angewiesen. Bean aß wenig, blieb aber aufmerksam und blickte gelegentlich in den Wald, als vermisse sie ihre Mutter. Daniel stellte eine Kamera auf der Veranda auf, falls die Bärenmutter nachts zurückkehren sollte. Mit jedem Tag erholte sich Bean schnell, ging sicherer und begann neugierig das Haus zu erkunden. Daniel ging jeden Morgen mit Bean spazieren. Sie kamen an einem kleinen Bach, Himbeersträuchern und morschen Baumhöhlen vorbei. Er zeichnete jeden Schritt, jedes Verhalten und jede Reaktion auf und betrachtete dies als Teil einer lebenden Studie. Bean klammerte sich oft an seine Füße und stand manchmal auf zwei Beinen, als würde er um Futter bitten. Nachts rollte es sich zum Schlafen im Holzschuppen zusammen und folgte ihm tagsüber wie ein kleiner Hund. Daniel schrieb in sein Tagebuch: Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit einem Bärenjungen zusammenleben würde. Eine Woche verging. Bean war vollkommen gesund und sehr aufmerksam, bereit, in die Natur zurückzukehren. Doch jede Nacht blickte sein Blick in den tiefen Wald, als erwartete er etwas Vertrautes. Daniel wusste, jetzt musste er nur noch auf den Tag warten, an dem seine Bärenmutter zurückkehrte. Er bereitete sich innerlich auf den Abschied vor, obwohl er wusste, dass er sehr emotional sein würde. Und dann kam er, an einem Nachmittag, als der Wald ungewöhnlich still schien. Ein lautes Brüllen hallte aus dem Wald, das vertraute Geräusch eines erwachsenen Bären, das Daniel nie vergessen hatte. Er öffnete die Tür, Bean wachte sofort auf und streckte sich in Richtung des Geräusches. Am Waldrand erschien die Bärenmutter, groß und majestätisch, aber nicht mehr verzweifelt stöhnend. Bean eilte die Stufen hinunter und rannte mit einem freudigen Stöhnen auf ihre Mutter zu. Die Bärenmutter bückte sich, um sanft zu schnuppern, dann leckte sie ihrem Baby über den Kopf. Die beiden umarmten sich mitten im Gras. Daniel stand da und beobachtete aus der Ferne, seine Kehle war wie zugeschnürt vor Rührung über die wilde Mutterliebe. Die Bärenmutter drehte den Kopf und blickte ihn mit einem sanften, tiefen Blick der Dankbarkeit an. Auch Bean drehte sich um, als wollte er sich wortlos verabschieden. Mutter und Sohn gingen langsam fort und verschwanden im dichten Laub von Joho. Nur das Vogelgezwitscher hallte am Nachmittag wieder. Daniel stand schweigend auf der Veranda, den Blick immer noch auf die verschwindende Gestalt der Bärenmutter gerichtet. Er wusste, dass, obwohl er nicht sprechen konnte, eine magische Verbindung zwischen ihnen bestand. In sein Tagebuch schrieb er: Heute habe ich nicht nur ein Lebewesen gerettet, sondern auch den Glauben. Von da an kochte er jeden Morgen Kaffee und blickte in den Wald hinaus, in der Hoffnung, vertraute Fußspuren zu entdecken. Denn irgendwo im Johowald erinnert sich eine Bärenfamilie noch an einen lieben Menschen. Lieber Freund, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das ganze Video anzusehen. Vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis bald in den nächsten Folgen.